Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Christian Thielemann, einer der renommiertesten Dirigenten der Gegenwart, öffnet mit seinem Buch Mein Leben mit Wagner die Tür zu einer sehr persönlichen und zugleich fachkundigen Auseinandersetzung mit dem Komponisten Richard Wagner. In der Musikwelt ist Wagner ein Name, der Bewunderung und Kontroversen zugleich hervorruft. Thielemann fand bereits früh eine tiefe Bindung zu dessen Werk, die er über viele Jahrzehnte hinweg pflegte. In diesem Buch teilt Thielemann nicht nur sein musikalisches Wissen, sondern nimmt uns auch mit auf seine Reise als Interpret, Beobachter und begeisterter Verehrer Wagners. Er schildert, wie die Begegnung mit Wagners Musik seine Karriere geprägt und sein künstlerisches Selbstverständnis geformt hat. Die Leser erhalten einen einzigartigen Einblick in Probensituationen, Begegnungen mit wichtigen Wagner-Interpreten und sogar in die Atmosphäre der Bayreuther Festspiele. Das Buch richtet sich an Musikliebhaber, insbesondere Anhänger Wagners, aber auch an alle, die hinter die Kulissen des klassischen Musikbetriebs blicken möchten. Thielemanns Reflexionen, Erfahrungen und Erinnerungen machen Mein Leben mit Wagner sowohl zu einer fundierten Einführung als auch zu einer bewegenden Hommage an einen der größten Komponisten der Musikgeschichte. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Wagners Einfluss auf die Musikwelt. Richard Wagner hat mit seiner visionären Musik und seinen revolutionären Ideen die klassische Musikwelt nachhaltig verändert. Thielemann beleuchtet in seinem Buch, wie Wagners umfassendes Konzept des Gesamtkunstwerks aus Musik, Dichtung und Bühnenbild das Verständnis von Oper neu definiert hat. Wagner schuf mit seinen Kompositionen eine einzigartige musikalische Sprache, die sowohl durch ihre emotionale Tiefe als auch durch ihre technische Komplexität besticht. Thielemann schildert anhand eigener Erlebnisse und Proben, wie schwer es ist, den besonderen Wagner-Sound zu treffen. Eine musikalische Herausforderung, die Generationen von Musikern geprägt hat. Besonders eindrucksvoll sind Thielemanns Erinnerungen an seine ersten Begegnungen mit den berühmten Werken wie Der Ring des Nibelungen oder Tristan und Isolde. Diese Erfahrungen waren maßgeblich für seine eigene Entwicklung als Dirigent und prägten seine Sicht auf Musik als ganzheitliches Erlebnis. Das Kapitel zeigt, wie Wagner als künstlerisches Vorbild weit über seine Lebenszeit hinausstrahlt und bis heute zu den wichtigsten Impulsgebern der Musikgeschichte zählt. Zweitens: Interpretation und künstlerische Freiheit. Ein zentrales Thema des Buches ist Thielemanns Reflexion über die künstlerische Freiheit bei der Interpretation von Wagner-Werken. Anhand zahlreicher Beispiele verdeutlicht der Autor, wie jede Aufführung einzigartig ist und wie ein Dirigent mit seiner Lesart dem Werk immer wieder neue Akzente verleihen kann. Thielemann berichtet von eigenen Unsicherheiten, Experimenten und der stetigen Suche nach authentischem Ausdruck. Besonders betont er die intensive Auseinandersetzung mit Wagners Partituren, die ein großes analytisches Gespür und tiefes musikalisches Verständnis erfordern. Er schildert, wie sich die Interpretation im Laufe der Zeit wandelt und wie der Künstler das Zusammenspiel zwischen Tradition und persönlicher Handschrift meistert. Die sorgfältige Balance zwischen historischer Aufführungspraxis und individueller Gestaltungskraft ist für Thielemann ein Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg auf der Bühne. Das Thema vermittelt nicht nur Einsichten in die praktische Arbeit eines Dirigenten, sondern auch das Bewusstsein, dass Musik immer im Kontext ihrer Zeit und ihres Interpreten neu belebt wird. Drittens: Bayreuth und die Magie der Festspiele. Im dritten zentralen Abschnitt widmet sich Thielemann ausführlich den Bayreuther Festspielen, die als das legendärste Wagner-Festival gelten. Er beschreibt die besondere Atmosphäre, die Magie des Ortes und die Traditionen, die Bayreuth seit Generationen prägen. Für Thielemann ist Bayreuth nicht nur ein Spielort, sondern ein lebendiges Symbol für Wagners Vision. Er berichtet von aufregenden Proben, von Herausforderungen bei der Besetzung und von der einzigartigen Akustik des berühmten Festspielhauses. Thielemanns Schilderungen transportieren die Faszination, die Bayreuth sowohl für Künstler als auch für Publikum jedes Jahr aufs Neue entfaltet.
Die Festspiele sind für ihn ein Ort der Begegnung mit wichtigen Stimmen der Wagner-Interpretation, ein Knotenpunkt für musikalische Entwicklung und eine wesentliche Inspirationsquelle seiner Karriere. Durch die persönlichen Anekdoten spürt der Leser, wie sehr das Festspielhaus Teil von Thielemanns Lebensweg geworden ist. Es wird deutlich, dass Bayreuth ein pulsierendes Zentrum für Wagners musikalisches Erbe ist. 4. Persönliche Begegnungen und Inspirationen. Ein weiterer wichtiger Themenbereich des Buches sind die persönlichen Begegnungen Thielemanns mit Sängern, Musikern und anderen Dirigenten, die sein Verständnis von Wagner nachhaltig beeinflusst haben. Besonders eindrücklich beschreibt er Inspirationen durch große Wagner-Interpreten wie Birgit Nilsson, Plácido Domingo oder Daniel Barenboim. Thielemann schildert, wie diese Persönlichkeiten ihm neue Perspektiven eröffneten und seine eigene Interpretation maßgeblich beeinflussten. Auch von Mentoren und Kollegen, die ihn auf seinem künstlerischen Weg begleiteten, berichtet er anschaulich. Diese Erfahrungen waren für Thielemann nicht nur musikalisch prägend, sondern auch Anstoß zu persönlichem Wachstum und Entwicklung. Das Kapitel offenbart, dass die Umsetzung großer Musik immer ein Ergebnis aus dem Zusammenspiel vieler Talente und Erfahrungen ist. Für Thielemann steht außer Zweifel, dass der Kontakt mit Mitstreitern und die Weitergabe von Wissen und Leidenschaft unverzichtbar für das Verständnis und die Weiterentwicklung von Wagners Werk sind. Schließlich, Musik als Lebensweg und Berufung. Abschließend thematisiert Thielemann, wie stark sein eigenes Leben mit Wagners Musik verwoben ist und welche Bedeutung die Musik insgesamt für ihn als Mensch und Künstler hat. Für Thielemann ist Musik nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung und ein grundlegender Lebensweg. Er schildert emotionale Höhen und Tiefen, die Herausforderungen eines Berufslebens zwischen Proben und internationalen Auftritten, aber auch die unbeschreiblichen Glücksmomente erfolgreicher Aufführungen. Musik, insbesondere Wagner, wird für ihn zur Lebensphilosophie, zur ständigen Suche nach Sinn, Schönheit und Wahrheit. Dieses Kapitel vermittelt, wie erfüllend und zugleich fordernd das Leben eines Dirigenten sein kann. Thielemann lässt den Leser spüren, dass Musik die Kraft besitzt, Menschen zu verändern und tief zu berühren, wenn man sich ihr mit Hingabe und Leidenschaft widmet. Zusammenfassend: Mein Leben mit Wagner von Christian Thielemann ist weit mehr als ein Fachbuch über den Komponisten Richard Wagner. Es ist eine inspirierende Autobiografie eines Musikers, der sich voller Leidenschaft und Hingabe mit einem der größten Genies der Musikgeschichte auseinandersetzt. Das Buch richtet sich an ein breites Publikum. Wagner-Enthusiasten erhalten tiefere Einblicke in Werk und Interpretation. Studierende der Musik lernen von praktischen Erfahrungen eines erfahrenen Dirigenten und auch allgemein musikinteressierte Leser erleben die emotionale Kraft der klassischen Musik. Thielemanns persönliche Reflexionen, Anekdoten und Erfahrungsberichte machen das Buch einzigartig und ermöglichen einen Zugang zu Wagner, der sowohl fachlich versiert als auch menschlich bewegend ist. Wer dieses Buch liest, profitiert von der Expertise eines der wichtigsten Dirigenten unserer Zeit und kann gleichzeitig in die faszinierende Welt der Bayreuther Festspiele eintauchen. Während viele Bücher über Wagner trocken und akademisch bleiben, überzeugt mein Leben mit Wagner durch seine lebendige Sprache, die Balance zwischen persönlichem Zugang und sachlicher Information und den authentischen Blick hinter die Kulissen. Gerade für Leser, deren Herz für Musik schlägt, ist dieses Werk eine wertvolle Inspirationsquelle. Es motiviert dazu, Wagner mit neuen Ohren zu hören und sich selbst von der Kraft großer Musik begeistern zu lassen. Wer sich zwischen verschiedenen Büchern über Wagner oder Musikgeschichte entscheiden muss, findet hier ein außergewöhnliches Werk, das Persönlichkeit, Expertise und Leidenschaft in einzigartiger Weise vereint. Wenn Sie unterstützen möchten, Christian Thielemann, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.